Wir sind bei Palmowski in Bielefeld. Hier steht der Bürstner Delfin. Steht zumindest drauf. Ja, hier ist Jeffrey, ich grüße dich. Hi, hallo. Ja, tolles Fahrzeug, ganz anders wie viele andere. Er hat draußen blaue Applikationen, ist auf Basis von Citroën. Also die sind ja sehr ähnlich. Drüben steht, das ist ein Fiat daneben? Das ist daneben Fiat, genau, und hier vorne der Citroën, ja. Die werden im selben Werk gebaut? Werden im selben Werk gebaut, genau, richtig. Das heißt Bruder und Schwester quasi, wenn man so will. Wenn man es so sehen möchte, auf jeden Fall, ja. Warum Citroën, warum Fiat? Tatsächlich haben wir mit der Citroën-Variante jetzt nochmal eine Alternative zum Fiat, um einfach ein bisschen mehr Vielfalt mit drin zu haben. Und gerade der Delfin, das war eine alte Generation, der jetzt wieder ins Leben gerufen worden ist, um natürlich auch attraktiv irgendwo zu sein, ist natürlich auch der Citroën wieder attraktiv dazu. Ja, Delfin, der hat so kleine blaue Applikationen, das erinnert so ein bisschen ans Meer. Ist das Delfin? Genau, richtig. Das soll es auch verkörpern. Haben wir in zwei verschiedenen Ausführungen. Gibt es einmal in dem Blau oder einmal in Mokka. Das wäre nochmal so ein Braunton, die den Delfin auf jeden Fall verkörpern. Wenn du mal kurz zu mir mitkommst, ich zeige ihn mal gerade von hinten. Das ist ein recht langes Fahrzeug. Ich schätze mal 7 Meter. Was hat er? Genau, 7 Meter. Also man kann aufgerundet 7 Meter sagen, ja. Was ist das für ein Auto? Für wen ist das gedacht? Das wäre auf jeden Fall ein praktisches Auto für 3 Personen. Oder auch für 2 bis 3 würde ich schon fast sagen, die relativ klein bleiben möchten, nicht viel Platz benötigen, aber dafür eine relativ große Heckgarage haben möchten, Einzelbetten haben möchten und trotzdem irgendwo kompakt bleiben möchten. Der Deutsche will Einzelbetten, oder? Überwiegend sind die Einzelbetten mehr gefragt, ja. Das ist so, man schläft nebeneinander. Das heißt, also ich habe ja ein Querbett, muss ich dazu sagen, komme damit gut klar. Aber mein Gott, das ist halt Geschmackssache. Der Vorteil, sage ich jetzt mal, von den Einzelbetten ist natürlich diese mega große Garage. Einerseits die große Garage, die relativ hoch angesetzt ist, und natürlich haben wir bei den Längsbetten nochmal den Vorteil, dass jeder entweder getrennt oder wirklich zusammenschlafen kann im Nachgang. Krass, die ist echt groß. Also die ist super ausreichend für Tische, Stühle, Fahrräder. Also hier hat man schon was Ordentliches, wo man ordentlich was zuladen kann, definitiv. Ja, hier ist das Heck, eine automatische Sattanlage. Viele Leute kaufen sich mittlerweile sogar so eine portable Sattanlage. Das heißt also, wenn man mal Fernsehen guckt, Fernsehen wird immer unwichtiger. Viele gucken am Tablet, oder? Momentan klar, die Modernität ist da. Das heißt, jeder hat irgendwo heutzutage internetfähige Geräte wie iPad, Handy oder auch Laptops. Viele nutzen natürlich aber auch gerne die portable, um einfach beliebig und flexibel zu sein, gerade wenn es um Empfang geht. Das heißt, die kann ich überall nutzen, kosten Tausender. Die stelle ich einfach hin, schalte sie ein, Ende, geht. Genau richtig. Der Vorteil Bäume, ich kann sie da hinstellen, wo kein Baum ist, oder? Das ist der Vorteil, genau richtig. Das sieht gut aus. Also ist die Megasat Campingman Portable 2. Hat man zwar nicht vor zu zeigen, aber jetzt, wo wir sie gerade mal haben. Zubehör, ihr habt unglaublich viel Zubehör. Das heißt, also wenn ich jetzt so ein Fahrzeug habe, ist natürlich klar, ihr wollt die komplette Wertschöpfungskette ausnutzen. Ihr habt dort oben wirklich alles, was den Camper angeht, auf mehreren Etagen, gell? Auf jeden Fall. Von Campingstühlen, Tische, Elektro, Sanitär oder auch, wenn es um die Sonnenmarkisen geht, haben wir reichlich Zubehör hier, um hier vor Ort wirklich einkaufen zu gehen können. Ja, der Trend 2020, man sieht es natürlich auch bei den entsprechenden Sendern, den Kollegen, die berichten nur noch über Camping, hat man das Gefühl, dass natürlich das Reisen im eigenen Land jetzt solche, ich sage so einen Boom erlebt hat. Das war ja 2019 noch gar nicht mehr zu rechnen, ne? Definitiv nicht. Es hat ja auch keiner mit dem anderen momentan gerechnet, wie die Situation hergibt. Aber was man so hört, dass die Campingplätze voll sind, gefragt sind, ist schon Wahnsinn. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Das ist aber nachvollziehbar. Ja, du selbst bist noch relativ jung. Wie alt bist du? 25. 25. Und du kannst aber die Leute verstehen, die gerne raus wollen, allein sein wollen, campen wollen? Das definitiv, klar. Ich würde es persönlich auch nicht anders wollen, weil nur zu Hause sitzen hält nicht jeder lange aus. Also man hat ja den Vorteil mit Reisemobilen, einfach frei zu sein. Ne? Wenn es mir irgendwo nicht gefällt, der Platz zu groß ist, dann fahre ich einfach woanders hin. So ist es. Es gibt mittlerweile Tausende von Stellplätzen. Also alleine jetzt hier, glaube ich, in Bielefeld gibt es ganz viele. Also praktisch jede Stadt, die ein bisschen was auf sich hält, hat die Camper erkannt als gute Quelle, oder? Das definitiv. Also wir haben hier ein paar gute Campingplätze, tatsächlich auch schöne Aussichten, wo wirklich auch viele Kunden, die mal zu uns kommen, einfach mal Rast machen und dann am nächsten Tag weiter zu uns kommen. Genau, wenn ich jetzt irgendwas umrüsten lassen möchte, es gibt ja hier so ein Zubehörpaket, ihr bietet so Pakete an, die man komplett einrüsten kann. Wenn ich die nachrüsten möchte, das geht ja bei euch, ich kann anreisen mit dem Reisemobil, wie funktioniert das dann? Kann ich hier in der Nähe stehen bleiben, oder? Wir haben die Möglichkeit, entweder bei uns auf dem Hof tatsächlich, Stromquellen sind da, oder hier im Umkreis von wenigen Kilometern haben wir Campingplätze, wo man dann eine Nacht mal Rast machen kann. Ja, Patricia, hi. Hi. Ganz anderes Konzept. Wieder mal Längsbetten des deutschen liebstes Kind.
Ja, ich meine, es ist auch super praktisch. Ja, man muss nicht irgendwie, wenn man nachts auf die Toilette muss, über den anderen drüber klettern. Man kann einfach die Stufen hochgehen und muss sich nicht gegenseitig wecken. Also ist das super. Ja, ich habe einen sehr tiefen Einstieg. Ich brauche nicht unbedingt hier nochmal eine kleine Treppe darunter, oder? Hier auf keinen Fall. Hier haben wir einen super Coupé-Einstieg. Sprich, das Fahrzeug ist natürlich auch ideal für etwas größere Menschen mit der Höhe von 2,12 Meter. Dadurch, dass wir im Sitzbereich vorne den Boden noch mal ein bisschen ausgespart haben. Genau, wenn du mal kurz rauskommst, dass wir einfach mal zeigen. Also man kommt problemlos raus, kann aber, wenn man möchte, noch eine kleine Stufe zwischen machen, oder? Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, ich sag mal, das bietet ihr auch, dass man so eine kleine Treppe drauf macht, runter, eine Stufe, einen Hocker, den man drauf macht aus dem Campingzubehör. Das auf jeden Fall. Haben wir reichlich hier, geben wir gerne oder bieten wir auch gerne mit an, dass man natürlich auch für die Personen, die es vielleicht nicht ganz so einfach haben, natürlich auch einen super Einstieg und einen einfachen Einstieg haben. Genau. Das ist aber einfach für dich? Für mich schon, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Leute mit Beinproblemen oder vielleicht auch ältere Leute, dass die halt da vielleicht nicht ganz so gut hochkommen. Also dann müsste so ein Campinghocker vielleicht. Genau, oder halt eine kleine Stufe, die gibt es nachrüstbar, die kann man einbauen, das ist möglich. Wir gehen am besten mal rein, schauen uns das mal an. Hier ist das Außenlicht mit dran, das ist direkt mit drin. Ist es dimmbar? Dimmbar wäre es in dem Verhältnis leider nicht, nein. Das ist tatsächlich so ordentlich hell, dass man abends wirklich vernünftig Licht hat, gerade da, wo es dunkel ist. Habe ich schon mal gesehen auf der Messe jetzt auch mit einem Melder, einem Bewegungsmelder. Ist das möglich bei euch? Oder? Wäre rein theoretisch gesehen auch umsetzbar, ja. Ja, was, wenn einer vorbeigeht, geht das Licht an, wenn man das denn will. Ja, der Delfin, Preis-Leistungs-Verhältnis 60.000 €, das ist für einen Bürster ein guter Preis? Definitiv. Also preis-leistungstechnisch ist der Delfin in einer super preiswerten Schiene mit drin, die dann wirklich alle Träume erfüllen kann. So, ihr habt so Zubehörpakete, die Kunden nehmen die oft? Wenn wir jetzt Fahrzeuge hier vor Ort haben, wo vielleicht noch nicht alles mit dran ist, ist das ein super Vorteilspaket tatsächlich, wo wir alles mit drin haben von Multimedia-System, sprich Rückfahrkamera, Navi, Radio, Sattantenne und Fernseher oder auch die Sonnenmarkise, haben wir alles mit drin. Einbau ist mit drin? Einbau wäre dann sozusagen mit drin, wenn man es optional mit dazu nehmen würde. So, wir gehen mal rein. Anderes Konzept. Diesmal mit Hubbett und Einzelbetten. Das heißt also, du hast ja eben kurz erwähnt, 3 Personen optimal. Für, ich sag mal, 2 Personen ein Traum, wenn der eine schnarcht. Das heißt, der kann sich dann nochmal vereinzeln. Und hier habe ich wieder das typische Konzept mit großer Garage und den Einzelbetten hinten. Genau, richtig. Also wenn wir eine große Heckgarage haben, was wir hier der Fall haben, haben wir natürlich ein etwas angehörteres Bett im Heckbereich, aber was super erreichbar ist mit den Stufen und natürlich ordentlich Platz bietet. So, das Ganze kann ich noch erweitern. Also wenn ich jetzt das Enkelchen noch in der Mitte habe oder will jetzt eine kleine Spielwiese, kann ich das noch rausziehen. Und da sind die Mittelkeile sind auch schon dabei. Dann braucht man die Leiter allerdings für den Einstieg. Jetzt nicht zwingend, aber die ist auch dabei. Die Leiter wäre auf jeden Fall mit dabei, dadurch, dass wir das ja verbreitern können, eine große Liegefläche erweitern können. Gerade für den Einstieg brauchen wir da die Leiter oder man sagt, man lässt nur die Kopfebene sozusagen in Verbindung, dass man wenigstens sich da mal ordentlich hinlegen kann. Lieferzeit, ja, das große Thema. Kann Bürstner liefern schnell oder dauert es ein bisschen? Also es kommt immer darauf an, Bestandsfahrzeuge ist natürlich anders, wenn ich als Neubestellung machen würde. Momentan ist die Nachfrage einfach enorm angestiegen. Das heißt, es geht momentan relativ schnell, dass wir sehr weit nach hinten kommen. Aber die Möglichkeit besteht, dass Bürstner auf jeden Fall liefern können. Sehr weit nach hinten heißt schon mal bei Neubestellungen ein Jahr ist drin, oder? Also wir sind momentan circa bei Juni, Juli, also ich sage jetzt mal ein Jahr, ist schon relativ weit. Ein halbes, Dreivierteljahr, halbes Jahr, mit der Zeit kann man rechnen. Ihr habt vieles vorgeordert, muss man sagen. Das heißt, ihr habt also viele Lagerfahrzeuge da, die gut ausgestattet sind. Also die kriegt ihr immer wieder mal rein. Da hast du einen Überblick? Da habe ich auf jeden Fall einen Überblick. Also wir haben von kleinen teilintegrierten Fahrzeugen mit Einzelbetten, mit Querbett, mit Face-to-Face-Situation, Rundsitzgruppe. Also ich habe einiges im Vorlauf, einiges, was auf jeden Fall interessant ist für viele. Ja, das hier ist ein nettes Detail, wie in der Luxusklasse. Heißt, hier kann ich einfach zumachen und habe dann meine Ruhe. Das ist auch ganz praktisch, wenn ich mal Leute einlade hier vorne, die sitzen, die sehen mir nicht auf meinen Schlafbereich. Definitiv. Irgendwo ist ja noch Privatsphäre, da hat man vielleicht private Klamotten liegen. Oder wenn man wirklich sagt, eine Person will schon schlafen, die andere möchte gerne noch abends irgendwo was essen oder schauen, kann man sich hier komplett abschneiden von Wohn- und Schlafbereich. Du bist doch so vorsichtig mit dem. Ja, ich habe immer Angst, was kaputt zu machen, wobei ich mich ja jetzt schon so ein bisschen auskenne nach 11 Tage Messe, aber trotzdem, ich bin da immer sehr vorsichtig. Ja, die Truma hat vieles geändert, muss man sagen. Sie ist sehr, sehr klein und kompakt, also passt überall rein, macht warmes Wasser und macht natürlich warme Innenraum. Und die ist wirklich
sie funktioniert und läuft und läuft und läuft, also vollkommen unproblematisch. Das definitiv. Also über das kleine Bedienpanel, was Sie hier sehen, können Sie von der Temperatur für die Heizung, Wassertemperatur steuern. Optional sind die natürlich auch dafür fähig, später irgendwann mal mit einer App zu agieren. Also gibt es eine große Vielfalt, ja. Ist auch leicht zu bedienen. Da haben wir uns ein Video mal zu gemacht, wie bedient man die Truma 6 und der Tedford. Das ist ein riesen Kühlschrank, den kennen wir schon. Der ist so groß wie du. Ja, genau. Also hier kann man auch wirklich mehrere Monate auf Reisen gehen und sich optimal verpflegen. Der Kapselhalter, Nespresso, lässt grüßen. Genau, also das ist ein Feature von Bürstner, die sie ganz gerne mit verbauen. Tatsächlich, gerade wenn man mal on Tour ist, darf der Kaffee einfach nicht fehlen, meine ich immer. Und dafür haben wir schon die Vorrichtung hier super an der Wand. Ja, ganz groß. Das ist schön gemacht hier mit dem Vorbau. Das kann ich gut abwischen, wenn hier mal ein Fettspritzer ist. Normal macht man hier ja auf. Das heißt, also die Glaswand ist dann nochmal davor. Hier habe ich genug Platz, zumindest mal für 2 große Töpfe, die drauf passen. Und ja, hier ist die Abdeckung mit dabei. Eine Edelstahlspüle und ein richtiger Wasserhahn. Genau richtig. Also so wie man es zu Hause auch kennt, tatsächlich vom Waschbecken her. Kochfeld ist groß genug, um alles irgendwo kochen zu können. So, große Schränke, die sind selbstanziehend. Wir haben Softclose mit drinnen. Das heißt, wenn wir sie jetzt wieder einfahren würden, würden sie sich von selbst wieder arretieren und schließen. Hier oben habe ich noch ein großes Fach. Sogar die Küchenrolle hat Platz. Ja, keine Mittelklasse, sondern eher schon die gehobene Mittelklasse, kann man sagen. Das definitiv, ja. Dafür steht Bürstner, so kann man das auf jeden Fall schon ausdrücken. Dachklima würde gehen. Dachklima wäre auch in diesem Fahrzeug realisierbar. Kommt halt immer darauf an, wo wir sie hin platzieren sollen und wo sie hinkommen kann. Ja, Riesenspiegel, da ist der Badbereich. Das ist diese Lösung dann, wo ich den Badbereich dann einzeln habe. Das heißt, zum Duschen ist da irgendwas zu machen? Das ist ein Vorhang, den ich zuziehe? Wir haben einmal den Vorhang und wir haben die Möglichkeit, den Spiegel da einmal komplett rumklappen zu können, um uns die Dusche bauen zu können. Das heißt, gerade für Personen, die nicht sehr viel Wert drauf legen, dass sie eine Riesendusche haben, ist die Kompaktdusche ideal. Ja, das werden wir gleich mal sehen. Man kann den Spiegel vorziehen, oder? Genau, richtig. Eine kleine Verriegelung. Wenn wir die reindrücken, können wir einmal den kompletten Spiegel rumdrehen. Und dann haben wir schon unsere Dusche gebaut. Zeig mal bitte. Ich will mal einmal kurz sehen. Die Verriegelung da. Das heißt, wir haben einfach mal die Toilette, die müssen wir ein bisschen andrehen. Blick. Ich zeige das mal gerade. Er hat sie zur Seite gedreht. Die war vorher wie? Genau, die war vorher so. Das heißt, die Toilette ist flexibel, je nachdem, wie man hier am besten sitzen kann. Die Beinlänge, glaube ich, ganz wichtig, oder? Auf jeden Fall, ja, je nach Körpergröße. Und wenn wir dann das Badezimmer umbauen möchten zur Dusche, drehen wir sie zur Seite weg. Haben hier vorne einmal den Ich zeig das mal gerade. Ah, das ist ja wirklich einfach. Den kleinen Hebel. Also eigentlich ist es relativ fix gemacht, wenn man weiß wie. Und wir drehen dann einmal die Seite um, können dann wirklich nochmal rein und dann wirklich den Vorhang einmal rumziehen. Das heißt, es passt alles auf eine Ebene und können duschen. Genau, ich mache nichts nass. Das ist der Vorteil. So. Ja, die Dusche ist ja jetzt genauso groß wie in dem anderen. Also das ist ordentlich, oder? Das definitiv, ja. Also hier haben wir wirklich einfach eine Kompaktdusche, die aber insgesamt, wenn wir sie umbauen, genauso groß ist wie auch die getrennten Duschen. Ja, und hier vorne habe ich den Sitzbereich. Das ist dann wieder klassisch, wie ich das kenne. Heißt, die Drehsitze, die ich mit drin habe. Hier habe ich einen Tisch mit drin. Das heißt, ich drehe, hier können locker mal 4 Personen können hier sitzen. Du hast eben gesagt 3 Personen, also Face-to-Face das große Thema, das geht hier problemlos. Es wäre auch ein Grundriss mit Face-to-Face auf jeden Fall möglich. Hier persönlich ist es jetzt auch so, dass wir auch die Möglichkeit haben, natürlich, wenn wir den Fahrersitz drehen oder auch mit der Sitzgruppe in Kombination Face-to-Face sitzen zu können. Tisch wäre rausziehbar, erweiterbar. Also können hier eigentlich auch problemlos 4 Personen definitiv sitzen. So, jetzt kommt der Hammer, liebe Patricia. Das Hubbett. Das Hubbett, denn ich habe es die ganze Zeit schon vergessen, weil es wirklich so gut integriert ist. Was hast du für eine Größe? Wie groß bist du? Ich bin ca. 1,76. 1,76. Wenn man kurz drunter gehst, da ist noch Platz, also auch mit 1,80 Meter hätte man problemlos, wäre man unterm Hubbett, denn da oben drüber ist tatsächlich ein Hubbett. Unglaublich. Das auf jeden Fall. Also wir haben hier eine ordentliche Stehe von 2,12 Meter durch den ausgesparten Boden. Ja. Und auch wenn wir jetzt das Hubbett mit drin haben, können wir so zwischen 10 bis 15 Zentimeter abziehen und wir haben trotzdem noch eine ordentliche Stehhöhe mit drin. Patricia, mach mal den Arm hoch. Kommst du ran? Nee. Du kommst nicht ran, oder? Also krass. muss ich mich auf die... Mach mal, jetzt geht's. Jetzt, ja. So. Aber ansonsten... Krass, das ist wirklich gut. Gefällt mir. Du hast einen Schlüssel fürs Hubbett? Ja. Denn das ist elektrisch, das Hubbett? Das wäre elektrisches Hubbett, genau richtig. Mhm. Cool.
So, Augenblick, ich zeig mal gerade, das ist auch gesichert, damit die Kinder nicht mitspielen können. Genau, richtig. Also hier haben wir einmal die Möglichkeit, den Schlüssel reinzupacken, einfach auf andrehen und dann per Knopfdruck fährt das Hubbett in einer ordentlichen Geschwindigkeit relativ schnell und fix runter. Ich glaube, das wollen viele Hubbett, weil das einfach, ich erweitere nochmal den Raum massiv. 3 Leute können wirklich schlafen und gerade hier so kleine Kinder oder wenn mal jemand mitkommt, das ist schon genial. Warte, ich zeig's mal gerade. Patricia, du musst noch mal her. Du musst unbedingt mal zeigen. Ja, die Leiter. Ja, nimm die mal mit. Weil ich nämlich eben anmoderiert habe, da brauchen wir die Leiter. Die Leiter ist nämlich fürs Hubbett, Patricia. Aber ich glaube, Kinder, die würden jetzt hier, die hätten wahrscheinlich schon die Möglichkeit hochzukommen. Die wüssten, wie sie hochkommen. Also ich sag mal, kleine Kinder definitiv. Einfach mal auf die Küchenzeile drauf und hopp, sind wir schon drinne. Das Hubbett müsste jetzt noch ein Stück weiter runter. Wir müssen den Tisch nur einmal abhaken, sozusagen, um das Hubbett einmal komplett runterbauen zu können, dass die Leiter vernünftig auf dem Boden. So, das machen wir jetzt einmal kurz, dass die Leute auch glauben, dass das geht. Sonst denken sie nämlich, es funktioniert nicht. Den Tisch abhaken heißt, der wird ein bisschen tiefer gemacht. Ah nee, der wird runter gemacht. Okay. Genau, also der Tisch, der wird sozusagen komplett ausgehakt. Das heißt, wir müssen das Hubbett einmal ein Stück wieder hoch. Ich kann aber das Hubbett auch oben lassen und könnte dann theoretisch, wenn ich weiß, wie ich hochkomme, oben schlafen. Das würde gehen. Das würde auf jeden Fall gehen. Das Hubbett ist auch in der Mittelstufe sicher und fest und wackelt nicht. Ja. Okay, dann machen wir jetzt mal eins. Ich glaube dir das einfach jetzt mal. Und wir machen jetzt mal eins. Es brauchst du nicht zu machen. Die Patricia geht jetzt einfach mal hoch. Die weiß nämlich, wie es geht. Ziehst die Schuhe mal aus. Und dann kann man nämlich mal zeigen, dass man problemlos nämlich auch hochkommt. Man kann nämlich über den Beifahrersitz, problemlos, wenn du das mal kurz machst. So. Sie geht einfach mal kurz drunter durch. Man hat immer noch einen Notausgang von vorne, das ist cool. Und jetzt problemlos kommst du rauf, oder? Ja, genau. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen dem Kopf, aber ansonsten. Okay, das heißt, man braucht die Leiter wirklich nicht, oder? Wenn man nicht unbedingt... Wenn man nicht unbedingt über die Leiter reingehen möchte, haben wir den Fahrersitz, Beifahrersitz, Küchenzeile. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, auf jeden Fall hier reinzukommen. Das wäre dann praktisch die richtige Sitzposition. Hinten ist breit. Da habe ich dann auch alle Möglichkeiten. Ich habe hier nochmal eine Steckdose mit drin, ich habe USB mit drin, 12 Volt Anschluss. Ist ordentlich, oder? Ja, schön. Und man kann auch hier, glaube ich, nochmal einen Fernseher anschließen. Da kann man dann auch nochmal Fernsehen schauen, wenn man im Bett liegt. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst, ja. Genau. Ich nehme an, ihr baut die Fernseher erst zum Schluss ein, wenn der Kunde sagt, wo er sie gerne hätte. Genau, richtig. Also da können wir natürlich auch individuell sein. Klar haben wir unsere Vorgaben, wo ein Fernseher werkseitig hinkommen kann. Aber es kommt immer drauf an. Entweder können wir sie werkseitig bestellen oder individuell im Nachgang. So, Patricia, komm mal runter. Da vorne haben wir ein großes Fenster noch mit drin, was den Raum nochmal massiv erweitert. Ja, tolles Konzept. Das heißt, ich habe feste Betten, habe ein Hubbett mit dabei und wir fahren es am besten nochmal kurz hoch. Ja, klar. Das Hubbett. Ich kann das auch komplett so lassen, dass der Schlüssel auch im On-Zustand abgezogen werden kann. Ist das möglich? Das ist auf jeden Fall möglich. Ist möglich. Ja. Also wenn ich jetzt keine Kinder habe, dann kann ich es auch immer so lassen. Dann bin ich selber dafür verantwortlich, wenn ich drauf drücke. Sehr leise auch. Das heißt, wenn hinten jemand schläft, der wird nicht geweckt. Einerseits das nicht und es ist problematisch, hoch und runter zu fahren. Auch wenn mal kein Strom da ist, haben wir immer noch die Möglichkeit, das Hubbett bewegen zu können durch eine Notkurbel. Also vollkommen unproblematisch. Genau. So ist es. Schön. Ja, das ist das Konzept. Ich gehe noch mal kurz raus. Wenn du dich noch mal kurz hinsetzt, bitte Patricia, auf die Bank. Platz hat man satt. Ich habe hier noch mal ein großes Fach, da kann ich direkt am Eingang was reinmachen. Habe einen Handlauf, habe ja, ein tolles Raumgefühl dadurch, dass hier nicht zu ist, sondern ich kann jetzt einfach direkt einsteigen und rausgucken. Ja, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, wir machen die Abmoderation. Tolles Auto, nämlich der Bürstner Delfin T690G für, wie er hier steht, 58.999 €. Wenn Sie einen Euro drauflegen, liegen wir bei 59.000 €. Finanzierung ist kein Problem. Das heißt, ihr habt auch Banken, man kann auch bei der Hausbank finanzieren, aber auch da habt ihr Lösungen. Kriege ich dann Feedback relativ schnell, also wenn ihr eine Anfrage macht? Das auf jeden Fall, ja. Also ein Feedback, sage ich mal, dauert in der Regel zwischen 5 Minuten bis maximal einer Stunde. Dann haben wir eigentlich auch schon eine Rückmeldung von der Bank, ob es klappt, ob es nicht klappt, ob irgendwo noch was fehlt. Aber da können wir flexibel sein und natürlich individuelle Angebote schnüren, ja.
Jeffrey Biermann von Palmowski. Ja, ihr seid in Bielefeld. Für den einen ist es ganz zentral, für den anderen, der muss ein bisschen anreisen. So ist es. Ihr habt noch eine zweite Filiale in Magdeburg, baut demnächst neu, gell? Genau, richtig. Also da kommt jetzt auch ein relativ großes Gebäude mit einer Ausstellungshalle vernünftig hin, tatsächlich, dass man auch da bald nochmal hingehen kann und sich die Fahrzeuge in Ruhe anschauen kann. Vielen Dank. Der Delfin in der allerneuesten Ausführung. Ja, war nicht auf dem Salon, glaube ich. Bürstner war nicht da, oder? Dieses Jahr leider nicht, nein. Dafür zeigen wir ihn jetzt, ja. Hier steht er. Danke fürs Zuschauen.